Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um den dritten Baby-Step, um das Swish and Swipe im Badezimmer. Um jetzt einmal nochmal Revue passieren zu lassen, was wir bis jetzt machen. Wir machen abends immer jetzt die Küchenspüle sauber, bevor wir schlafen gehen und polieren sie trocken. Als zweiten Baby-Step haben wir jetzt morgens in unserer Morgenroutine, dass wir uns frisch machen von Kopf bis Fuß und uns dabei halt auch rausgehtauglich kleiden. Und als dritter Baby-Step kommt heute das Swish and Swipe dazu. Das Swish and Swipe ist Teil der Morgenroutine und ich finde eins der besten Werkzeuge überhaupt, ob man nun jetzt mit Fly Lady arbeitet oder nicht. Definitiv ist das eine Routine, die man übernehmen sollte, weil die wirklich sehr, sehr viel bringt. Das Swish and Swipe ist ein Bestandteil, damit wir das Badezimmer ordentlich halten können. Das machen wir noch vor dem Kaffee. Am besten machen wir das irgendwo zwischen Aufstehen und frisch machen, dass wir uns direkt ums Badezimmer kümmern. Wie sollen wir uns darum kümmern? Das ist jetzt hier das Besondere beim Swish and Swipe. Ich hatte euch bereits bei dem Video der Küchenspüle erklärt, dass es bei Fly Lady nicht um Perfektionismus geht. Das spiegelt sich auch hier wieder, aber ich sage euch, dieser Punkt wird richtig viel verändern bei euch im Badezimmer. Wenn du mit dem Swish and Swipe beginnen möchtest, brauchst du erstmal ein sauberes Badezimmer. Also das ist wirklich die Voraussetzung. Du kannst jetzt nicht in einem schmutzigen Badezimmer anfangen mit dem Swish and Swipe als Routine. Das heißt, du musst einmal dein Badezimmer auf Vordermann bringen. Das sollte schon irgendwie richtig gut geputzt sein. Das ist der Startpunkt. Wenn du das gemacht hast, dann schaffst du es mit dem Swish and Swipe, dir das Putzen 5 Wochen vom Hals zu halten. Das ist wirklich so. Das Swish and Swipe sollte im besten Fall nur 2 Minuten dauern. Das heißt, du machst keine große Putzaktion. Was dabei besonders wichtig ist, ist, dass du einmal die Toilette putzt und das Waschbecken, das ist schnell gemacht. Und dass du dann nochmal mit einem Lappen einfach rübergehst und oberflächlich die Flächen reinigst. Also sowas wie Badewannenrand oder Regale oder sowas. Du sollst dabei aber auf keinen Fall irgendwelche Produkte hochnehmen und überall drunter wischen. Wie gesagt, es soll hier nicht perfektionistisch sein, es soll auch nicht super sauber sein, sondern wir wollen es einfach nur erstmal oberflächlich ordentlich halten. 2 Minuten reichen in der Regel, maximal 3 Minuten und du bist damit fertig. Bevor die Frage kommt, wenn du mehrere Badezimmer hast, dann kannst du das natürlich auch im Wechsel machen. Also ich denke, das Badezimmer verzeiht das auch, je nachdem, wie viele Personen man natürlich im Haushalt ist. Aber man kann vielleicht das auch irgendwie dann abwechselnd machen. Wenn du 2 Bäder hast, dass du sagst, ich mache heute dieses Bad, morgen das Bad, dann wieder dieses Bad, dann wieder das Bad. Also da kannst du natürlich ein bisschen switchen, aber an und für sich 2 Minuten jeden Tag Swish and Swipe. Wenn du das beherzigst, wenn du das wirklich durchziehst, dann ist dein Badezimmer jederzeit vorzeigbar. Es bleibt sauber. Das ist wirklich so. Also du kannst jederzeit spontan Besuch empfangen, jederzeit kann jemand in dein Badezimmer gehen, weil die wichtigsten Sachen, Toilette und Waschbecken, sind immer ordentlich. Die Frage, die ich oft gestellt bekomme von Anfängern in diesem System ist, wann wird dann das Bad vernünftig geputzt? Weil jeden Tag mit 2 Minuten kannst du ja nicht sagen, dass das Bad sauber ist. Also erstens, das Badezimmer ist sauber, beziehungsweise die wichtigsten Bestandteile wie die Toilette und das Waschbecken, weil das machst du ja täglich sauber, das ist sauber. Alles andere wird dann wieder in den wöchentlichen bzw. 5-wöchentlichen Rhythmus der Zonenreinigung sauber gehalten. Das heißt, wir haben einmal die Woche das Home Blessing. In dieser Zeit kümmern wir uns darum, dass wir die Böden saugen und wischen. Da ist sozusagen dieser Teil abgearbeitet und alle 5 Wochen kommen wir dann an den Punkt, wo wir halt wirklich dann nochmal richtig das Badezimmer reinigen. Was du dazu benötigst, ist ganz einfach. Nimm dir ein bisschen Desinfektionsmittel oder irgendeinen Allzweckreiniger, was auch immer du sonst zum Putzen nimmst. Hab das am besten auch griffbereit im Badezimmer. Ich habe zum Beispiel meinen Lappen direkt auf der Heizung im Badezimmer und schnappe sie mir jeden Morgen und mache sie feucht und putze. Was ich zum Reinigen empfehle, ist zum einen unser Fenstertuch, was ich euch ja ganz oft eingeblendet habe und gezeigt habe. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Damit könnt ihr streifenfrei und ohne Reiniger putzen. Was ihr eigentlich braucht, ist ein Reiniger und ein Lappen und dann kann die Sache schon starten. Ich habe das alles immer direkt griffbereit im Badezimmer, so dass ich mir nicht Sachen zusammensuchen muss. Kommen wir jetzt zu den Bonustipps. Also erstens im Badezimmer, was ich dir wirklich ans Herz lege und was wirklich sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn du dir ein Handtuch irgendwo am Badewannenrand hast, womit du immer nach dem Baden direkt entweder Fliesen, Duschkabine, Badewanne oder die Armaturen trocken reibst. Das ist eine Sache von einer halben Minute, 1 Minute die Sachen trocken zu reiben. Du ersparst dir aber dabei sehr, sehr viel Putz. Meine Armaturen im Badezimmer glänzen immer. Auch wenn ich das Badezimmer seit 5 Wochen nicht geputzt habe, es sieht dadurch immer frisch geputzt aus, weil ich keine Kalkflecken habe. Und das habe ich nur dem zu verdanken, dass wir jedes Mal nach dem Duschen die Armaturen direkt trocken polieren. Also damit ersparst du dir sehr, sehr viel Arbeit. Und gerade wenn du in diesem System einsteigen möchtest, dass du alle 5 Wochen nur gründlich putzt, das Badezimmer, solltest du auch diesen Punkt beherzigen. Der zweite hilfreiche Punkt ist,
Pack so viel wie es geht in die Schränke oder in Körbe. Auf jeden Fall ist es sehr unpraktisch, wenn Sachen lose irgendwie in den Regalen stehen oder überall Deko-Krimskrams ist, weil sowas kann man natürlich schwieriger sauber halten. Gerade wenn wir beim Swish and Swipe so oberflächlich einfach nur mal kurz drüber wischen wollen, ist es natürlich einfacher, je weniger rumsteht. Das heißt, je weniger rumsteht, desto schneller können wir einfach mal kurz drüber wischen und sauber machen. Wenn alles in Körben ist oder in den Schränken, sieht das Bad automatisch auch schon viel ordentlicher aus, als wenn alles draußen herumsteht. Also alles, was nicht zwingend draußen rumstehen muss und wenn du den Platz hast, pack das hinter verschlossenen Türen oder zumindest in Körben. Der letzte Bonustipp ist, hab deine Putzsachen immer griffbereit. Ich habe meine Putztücher meistens über der Heizung zu hängen oder auf dem Unterschrank vom Waschbecken. Dort sind meine Lappen, das heißt, ich habe sie immer griffbereit, so dass ich sie direkt abwischen kann und ich habe auch das Handtuch, womit ich halt zum Beispiel die Armaturen immer trocken reibe, direkt auf dem Badewannenrand. Das Swish and Swipe ist einer meiner Lieblingsroutinen, weil das wirklich so viel ausmacht. Du wirst sehen, du machst jeden Morgen nur 2 Minuten maximal und du wirst sehen, dass dein Badezimmer dauerhaft sauber aussieht und das wird auf jeden Fall ein ganz großer Aha-Effekt sein, vor allem auch eine riesen Motivation weiterzumachen, weil du hier wirklich siehst, wie sich die Ordnung dauerhaft halten kann. Wenn du den nächsten Baby-Step nicht verpassen möchtest, abonniere auf jeden Fall den Kanal und aktiviere die Glocke. Ansonsten habe ich dir hier an der Seite nochmal 2 Videos rausgesucht, die dir gefallen könnten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.